Wir sind hier in Venedig auf der Architekturbiennale 2023 und stehen vor dem deutschen Pavillon. Die Architekturbiennale ist ja eine sehr große Ausstellung, die alljährlich stattfindet. Und wir haben dieses Jahr versucht, dass wir eigentlich keine Ausstellung machen, sondern versuchen, ein halbes Jahr lang diesen Ort aktiv zu nutzen. Zunächst haben wir ganz viel gebrauchtes Material von der vergangenen Kunstbiennale gesammelt und ein halbes Jahr lang wird dieses Material im Pavillon weiterverarbeitet. Wir haben eine große Werkstatt dort eingerichtet und dort findet das Material eine neue Verwendung. Zuerst sind wir erstmal froh, dass wir mit ganz viel Werkzeug von den deutschen Werkstätten Hellerau unterstützt worden sind. Aber wir haben dann ganz schnell festgestellt, dass es auch auf der Ebene der Akteure eigentlich einen guten Austausch geben könnte. Und so sind jetzt 5 Auszubildende mit ihrem Ausbilder nach Venedig gereist und arbeiten jetzt eine Woche hier vor Ort auch mit in der Werkstatt, was natürlich eine tolle Unterstützung und Erfahrung für alle ist. Im Gegensatz zu dem, was wir sonst machen, hochwertigen Innenausbau, Yachtausbau, mal das komplette Kontrastprogramm. Eine Woche mit fremden Menschen arbeiten, in einer fremden Umgebung, mit Werkzeugen, die nicht ganz dem entsprechen, wie unsere Ausstattung in der Firma ist. Es gab 2 Aufgaben im Prinzip. Ein paar Möbel zu bauen für ein soziales Projekt und ein paar Bänke, Schrägstrich Blumenhocker. Als wir dann in den Gruppen eingeteilt waren, haben wir uns einen Plan gemacht, was soll überhaupt gebaut werden, welche Maße. Das haben wir überwiegend den Studenten überlassen. Das Handwerkliche haben wir uns dann aufgeteilt, aber das Maschinelle haben zum Großteil wir als Tischler übernommen. Die Projekte, die wir hier hatten, waren einmal, dass wir Hocker für Blumen bauen, damit die Blumen einfach für die älteren Leute etwas höher gesetzt werden. Ein weiteres Projekt war, dass wir eine Ecke mit Schränken gestalten, dass Gartengeräte ordentlich verstaut werden können. Ja, die Idee ist eigentlich, dass das, was hier in der Werkstatt produziert wird, jetzt nicht auf dem Biennale-Gelände bleibt, sondern dass es eigentlich in die Stadt Venedig hier rausgeht. Und in dem konkreten Projekt jetzt hier haben wir uns vernetzt mit einem kleinen Nachbarschaftszentrum in Mestre auf dem Festland, die froh sind um Unterstützung, dass wir ihnen kleine Reparaturen machen, kleine Verbesserungen in ihrem Nachbarschaftszentrum. Und das ist das, was jetzt eine Woche lang die Auszubildenden aus den Deutschen Werkstätten Hellerau mit den Studierenden der UDK, aber auch mit Studierenden hier aus Venedig zusammen bearbeiten. Als wir dann hier alles in dem deutschen Pavillon gebaut haben, lackiert haben, blieb nur noch das einzigste Problem. Alles, was wir gebaut haben, musste nun aufs Festland. Dazu haben wir uns ein Boot gemietet, das ungefähr 6 Meter lang war. Damit sind wir zweimal aufs Festland gefahren. So unterschiedlich wie die Aufgaben waren, sie sind am Ende punktgenau fertig geworden. Heute war Einbau, heute war Einweihung, heute gab es eine kleine Feier. Und das Projekt war was ganz Besonderes. Ich persönlich freue mich, dass unsere Lehrlinge handwerklich überzeugen konnten und dass sie auch diese sehr ungewöhnlichen Aufgaben meistern konnten. Das Fazit dieses Projekts, dieser Reise ist eigentlich, dass ich auch gut gelernt habe, mit ungewohnten Situationen umzugehen. Eigentlich das Beste draus zu machen mit dem, was man hat. Einfach zu lernen, auch mit Maschinen zu arbeiten, mit denen man normalerweise nicht in der Werkstatt arbeitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht.